Auf der weiten, sonnenverwöhnten Graslandschaft versucht der alte Löwe, der einst die gesamte Region beherrschte, sein letztes bisschen Prestige zu bewahren. Sein Körper war abgemagert, seine Mähne zerzaust, aber tief in seinen Augen lag noch immer der Stolz eines Königs im Niedergang. Die jüngeren Löwen begannen an seinen Führungsqualitäten zu zweifeln, was ihn dazu anspornte, sich zu beweisen. An diesem Morgen, als die Herde im Schatten eines Baumes ruhte, sah sie in der Ferne eine Elefantenherde, die gemeinsam durch eine Schlammpfütze watete. Ein langsames Elefantenbaby fiel zurück, was den alten Löwenrudel wie einen letzten Funken auflodern ließ. Es beschloss, eilig hinauszustürmen, in der Überzeugung, dass die Herde es wieder respektieren würde, wenn es das Elefantenbaby besiegen könnte. Der alte Löwe beschleunigte, seine Krallen kratzten über den Boden, und er sprang hoch, um dem schreienden Elefantenbaby mit voller Wucht ins Hinterbein zu beißen. Der verzweifelte Laut ließ die beiden erwachsenen Elefanten sich umdrehen, ihre Augen waren rot vor Wut und dem Instinkt, ihre Kälber zu beschützen. Im nächsten Moment erkannte der alte Löwe seinen Fehler, doch der Schlamm und sein hohes Alter machten es ihm unmöglich, rechtzeitig zurückzuweichen. Zwei ausgewachsene Elefanten stürmten wie zwei lebende Felsen vorwärts und drängten den alten Löwen zurück in eine brusttiefe schwarze Schlammpfütze. Einer der beiden peitschte mit seinem Rüssel seine Mähne, der andere hob seinen Fuß und stampfte damit in den Schlamm, sodass ihm schwindelig wurde und er fast ohnmächtig wurde. Die Löwen in der Ferne schauten nur wenige Sekunden zu, bevor sie sich einer nach dem anderen abwandten und den alten König seinem absoluten Zorn aussetzten. Die beiden Elefanten bearbeiteten den erschöpften Körper des alten Löwen weiter, wodurch Schlamm aufspritzte und die Wunde sich noch weiter öffnete. Der Löwe versuchte drohend zu brüllen, aber es kam nur ein schwaches Keuchen heraus, das durch den kalten Schlamm drang. Ein Elefantenstoßzahn traf ihn mit voller Wucht an der Schulter, sodass er sich drehte und tiefer in den dichten Sumpf versank. Schlamm drang in sein Maul und erschwerte ihm das Atmen, während seine Augen vor Staub verschwommen waren und sein ganzer Körper von Schmerzen erfüllt war. Der Wind fegte heftig über das Grasland, aber sein Körper hatte nicht mehr die Kraft zu zittern, nur sein Atem ging unregelmäßig. Die letzten beiden Elefanten stellten ihre Angriffe ein, blieben stehen und schauten einige Sekunden lang, als wollten sie sich vergewissern, dass der Feind keine Bedrohung mehr darstellte. Dann drehten sich beide um und gingen langsam davon, wobei die schweren Schritte allmählich in der Weite des Grüns in der Ferne verhallten. Der alte Löwe lag regungslos da, nur die Hälfte seines Körpers trieb im Wasser, seine gesamte Mähne war vom Schlamm stellenweise verklebt. Kleine Zuckungen durchfuhren seine Brust und ließen den Schlamm leicht erzittern, ein Zeichen dafür, dass es noch zerbrechlich am Leben war. In der Ferne war das Löwenrudel vollständig verschwunden und hatte eine kalte Einsamkeit zurückgelassen, die es in seinem Leben noch nie zuvor gespürt hatte. Am Himmel kreisten Geier, als ob sie ein bevorstehendes tragisches Ende ahnten. Eine Gazelle huschte in der Ferne vorbei, warf einen Blick auf die Szene und rannte dann davon, als wolle sie dieser hässlichen Erinnerung entfliehen. Es begann leicht zu regnen, die Tropfen vermischten sich mit dem Schlamm und den Blutflecken um den bewusstlosen Körper des Löwen. Ein leiser Donnerschlag hallte vom Horizont herüber und verstärkte die düstere und stickige Atmosphäre der gesamten Wattfläche. Der alte Löwe lauert auf das Schlimmste, ohne jemanden, auf den er sich verlassen kann, ohne Chance, zu altem Ruhm zurückzukehren. Gegen Mittag klarte der Himmel wieder auf, und zwei Ranger, die in einem Pickup-Truck patrouillierten, sahen Geier, die ungewöhnlich hoch vor ihnen kreisten. Sie beschlossen, vorbeizuschauen, um nachzusehen, da Geier normalerweise nur kommen, wenn ein Tier im Sterben liegt oder tot ist. Als er sich der Schlammpfütze näherte, bemerkte ein Ranger einen Fleck goldener Mähne, der auf dem schwarzen Wasser trieb. Beide stiegen sofort aus dem Auto und waren schockiert, als sie einen alten männlichen Löwen völlig bewusstlos am Boden liegen sahen. Ein Mann näherte sich mit einem langen Stock, um nachzusehen, und stellte fest, dass sich der Brustkorb immer noch langsam hob und senkte. »Es lebt!« »Aber nur ein bisschen«, keuchte er, seine Stimme erfüllt von Panik und Mitleid. Sie riefen sofort Verstärkung und brachten Seile, Bretter und sogar eine an einem Pickup-Truck befestigte Seilwinde. Die beiden Männer wateten in den Schlamm und versuchten, das Seil um Brust und Bauch des Löwen zu wickeln, wobei sie die offenen Wunden nicht berührten.
Der Schlamm machte jeden Schritt extrem schwer, aber sie hielten durch, weil sie wussten, dass jede Sekunde zählte. Sobald das Seil befestigt war, setzte das Fahrzeug langsam zurück und zog den schweren, glitschigen Körper des Löwen ans Ufer. Der klebrige Schlamm fiel stellenweise ab und gab zahlreiche Risswunden, Prellungen und eine schwer verletzte Schulter frei. Die Ranger benutzten Eimer mit sauberem Wasser, um den Schlamm vom Gesicht und Maul des Löwen zu waschen und so zu verhindern, dass er erstickte. Eine Person wischt mit einem Handtuch vorsichtig den Schlamm um die Augen des Tieres ab, um weitere Schmerzen zu vermeiden und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Atemwege frei bleiben. Sie besprühten größere Wunden mit einem provisorischen Desinfektionsmittel und verbanden dann schnell tiefe Schnittwunden, um die Blutung zu stoppen. Alle sahen besorgt aus, als sie bemerkten, wie die Atmung des Löwen immer schwächer wurde. Ohne zu zögern, legten sie den Löwen auf eine große Plane und zogen ihn auf die Ladefläche eines Pickups. Wir müssen es sofort zurück zur Station bringen, wenn wir noch länger zögern, schafft es das nicht, sagte ein Ranger und fixierte den gebrechlichen Körper mit den Augen. Der Wagen raste die rote Schotterstraße entlang und hinterließ eine Staubwolke und eine schwache Hoffnung für den alten Löwen. Ein Ranger saß neben dem Lastwagen und überprüfte ununterbrochen Atmung und Herzfrequenz mit einem Gerät, das er bei sich trug. Jedes Mal, wenn der Löwe leise atmete, schien er etwas mehr Zuversicht zu gewinnen, die Flucht fortzusetzen. Bei ihrer Ankunft am Bahnhof erwartete sie bereits ein Veterinärteam mit Schmerzmitteln, Infusionslösungen und einem Naht-Set. Sie brachten den Löwen in einen provisorischen Notfallraum und legten ihm einen intravenösen Zugang, um den Schock zu bekämpfen und die Durchblutung wiederherzustellen. Ein Arzt schnitt vorsichtig die mit Schlamm verkrustete Mähne ab und legte so das Ausmaß der Verletzung frei. Sie spritzten ein mildes Beruhigungsmittel, um die Schmerzen zu lindern, und nähten dann provisorisch die tiefen Risswunden, die durch die Stoßzähne und den Rüssel des Elefanten verursacht worden waren. Blutergüsse am ganzen Körper zeigten, dass es schwere Schläge erlitten hatte, insbesondere an der rechten Schulter und den Rippen. Nach mehr als einer Stunde wurde der Löwe zur Beobachtung und Erholung in ein geräumiges, naturnahes Gehege verlegt. Die Nachmittagssonne filterte durch die Ritzen im Käfig und schien auf das nasse Fell, das ein müdes, mattes gelbes Licht reflektierte. Die Ranger wechseln sich im Dienst ab und sind bereit zu helfen, falls sich der Zustand ändert. Die Rangerstation versank allmählich in der Stille des Nachmittags, und der alte Löwe lag schwach atmend in dem neuen Raum. Als die Dämmerung hereinbrach, öffnete der alte Löwe langsam die Augen, seine trüben Pupillen versuchten zu erkennen, wo er lag. Es versuchte aufzustehen, brach aber sofort wieder zusammen, sein ganzer Körper hing schlaff herunter, während ein Schmerz durch jeden Muskel fuhr. Die leichten Schritte des Rangers alarmierten es, aber es hatte keine Kraft zu reagieren oder zu brüllen. Die Männer standen still und blickten es an, ihre Augen voller Mitleid und Respekt vor einem verkrüppelten Krieger. Am selben Abend hielten die Ranger eine Dringlichkeitssitzung ab, um über die Zukunft des alten Löwen zu beraten, der in seinem Käfig nach Luft rang. Sie analysierten sein Alter, seine Verletzungen und das extrem hohe Sterberisiko, falls es in die freie Wildbahn entlassen würde. Ein Ranger sagte, es habe sein ganzes Leben lang gekämpft und habe nun nicht mehr die Kraft, sich der Natur zu stellen. Das Treffen endete mit dem Beschluss, dass der alte Löwe den Rest seines Lebens im sicheren Bereich der Rangerstation verbringen darf. Es wird nicht länger um Nahrung kämpfen müssen, keine sinnlosen Schlachten mehr ausfechten müssen. Und vor allem wird es nicht wie heute Morgen allein in der kalten Prärie sterben. Die Nacht brach herein, der alte Löwe lag still da und blickte in das gelbe Licht, das durch die Gitterstäbe schien, und spürte zum ersten Mal seit vielen Tagen die Wärme. Es ist zwar nicht mehr der mächtige König der Graslandschaften, aber immerhin lebt es noch und wird gepflegt. Draußen wehte der Wind durch den kleinen Wald und trug den Duft feuchter Erde wie ein friedliches Wiegenlied am Ende des Lebens mit sich. Der Ranger stand da und beobachtete es, in der Hoffnung, dass seine letzten Tage sanfter verlaufen würden als sein stürmisches Leben. Und in diesem wilden Land wurde die Geschichte eines Königs, der seinen letzten Atemzug verpasst hatte, mit Güte neu geschrieben.